Bei unserem nächsten Termin im Hospital erfuhren wir, dass auch bei Frank alles in Ordnung war. Aber der Arzt schlug mir vor, meine Eileiter noch einmal röntgen zu lassen mit einem Kontrastmittel, um festzustellen, ob sie nicht verklebt seien. Am vereinbarten Termin saß ich wieder in dem Wartezimmer, das ich ja schon kannte. Schließlich kam ein Pakistani, der eine Gummischürze trug, und forderte mich auf, ihm zu folgen. Ich kam in ein düsteres Zimmer, nur von einem matten Licht erhellt. Ein Tisch, ein Röntgengerät, mehr nicht. Schweigend, nur mit einer Kopfbewegung, gab er mir zu verstehen, was ich tun sollte. Ich sollte mich ausziehen und mich auf den Tisch legen. Der Tisch war rau und schmutzig. Als ich nackt auf dem Tisch lag, kam ein zweiter Mann herein. Der hatte auch eine Gummischürze umgebunden. Beide Männer verzogen keine Miene. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, stieß einer der Männer mir einen langen Stab in meinen Körper. Ein Schmerz durchzog mich, doch ich hielt still. Ich dachte nur an das Kind, das ich mir doch so wünschte. Mit ihrem merkwürdig klingenden Englisch erklärten sie mir, dass es schwierig sei, das Kontrastmittel in die Eileiter zu spritzen. Inzwischen hatten sich meine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt. Sind das überhaupt Ärzte, fragte ich mich. Wissen die, was sie tun müssen? Mir machte es nämlich nicht den Eindruck. Sie erinnerten mich mit ihren Schürzen eher an Metzger, die Tiere schlachten. Das Bohren und Stochern nahm kein Ende. Ich fühlte mich, als ob ich vergewaltigt würde. Lange halte ich das nicht mehr aus, dachte ich, und hätte am liebsten vor Schmerzen laut geschrien. Ich will heraus, sie bringen mich um. Aber mir fielen die englischen Worte nicht dazu ein. Die zwei Fremden arbeiteten an mir, als sei ich ein Gegenstand. Mir lief der Schweiß am Körper herunter, sammelte sich in den Achselhöhlen, unter der Brust und rann in meine Kniekehlen. Mein Gesicht wurde nass. Diese Hitze, dieses beklemmende Dämmerlicht. Und als ich mich wagte, wie lange dauert das noch zu fragen, gaben sie mir keine Antwort, sondern schnalzten ungehalten mit der Zunge. Endlich war das Kontrastmittel gespritzt. Der eine Mann hielt mich fest und der andere bediente den Röntgenapparat und schrie mich an, ich solle still liegen, ganz ruhig halten. Sein Schreien erschreckte mich und hielt die Luft an und hatte das Gefühl, dass ich gleich zu zittern anfangen würde und könnte gar nicht mehr damit aufhören. Seltsamerweise schützten die Männer sich nicht vor den Röntgenstrahlen. Sie trugen nicht einmal Bleischürzen. Und sie verließen auch während der Aufnahmen nicht den Raum. Als die schreckliche Prozedur endlich vorbei war, stieg ich am ganzen Körper schlotternd von dem Tisch und mir versagten die Beine. Mit einer schroffen Kopfbewegung wurde ich aus dem Raum gewiesen. Aber nach einer Weile riefen sie nicht mich, sondern Frank ins Behandlungszimmer. Mit mir redete niemand. Mich gab es scheinbar gar nicht. Die Männer zeigten meinem Mann die Röntgenbilder und beglückwünschten ihn, so als hätte er da gelegen. Scheinbar war alles in Ordnung, meine Eileiter waren nicht verklebt. Zum Abschied schlugen sie Frank wohlwollend auf die Schulter. Ich war nur Luft. Als wir vor dem Krankenhaus standen, fing ich an zu weinen. Ich hatte starke Schmerzen, die auch die ganze Nacht über anhielten. Ich konnte mich kaum bewegen und ich tat kein Auge zu. Ein paar Tage hatte ich große Probleme, ohne Schmerzen zu laufen. Aber die Gewissheit, nicht unfruchtbar zu sein, tröstete mich. Ich war in Ordnung. Das war das Einzige, was zählte. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.